Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Je nachdem, wo du wohnst und was du immer so transportieren musst, wirst du früher oder später auf dieses Problem stoßen. Tja, Bosch hat jetzt aber eine Lösung dafür, aber irgendwie spricht niemand drüber. Die Berganfahrhilfe. Bei diesem Lastenrad hatte ich im vorigen Video ein paar Probleme beim Anfahren am Berg und ihr habt in den Kommentaren geschrieben, ja, nutzt doch die Anfahrhilfe. Anfahrhilfe? Ja, irgendwie scheint das niemanden zu interessieren, aber beim letzten Update für das smarte System für Bosch-Motoren kam eine Berganfahrhilfe-Funktion und eine Hold-Funktion dazu. Und die wurde eher so fürs Mountainbike promotet, sie ist aber für Cargo-Bikes mindestens genauso interessant. Um dieses Feature nutzen zu können, müsst ihr natürlich euer Fahrrad erstmal einschalten und es dann mit der Flow-App verbinden. Und dann, Bosch-typisch, müsst ihr es erstmal auch registrieren unter eurer E-Mail-Adresse und dann habt ihr die Möglichkeit, hier ein E-Bike-Update durchzuführen. Und das machen wir jetzt mal. Nach E-Bike-Update suchen. Jo. Ich glaube nicht, dass das notwendig wäre, das Rad unbedingt mit der E-Mail-Adresse zu verknüpfen, aber das ist halt der Weg, wie Bosch es macht. Und wir warten jetzt ein bisschen. Okay, das Bike ist jetzt auf dem allerneuesten Stand. Und wir können mal die Funktion testen. Ich habe das schon ausgerüstet. Hier ist jetzt ein bisschen Beladung hinten drauf, so wie ich das auch teste. Die Kameras sind montiert und wir fahren jetzt gleich mal hier hoch. Zuerst einmal, um einen Vergleich zu haben, starten wir ohne die Berganfahrhilfe im Turbo-Modus und die Enviolo hat sich jetzt eigentlich, sollte sie sich in die kleinste Übersetzung geschaltet haben, mal sehen, wie das jetzt funktioniert. Ja, hat sie gemacht. Das war verhältnismäßig einfach, aber ich musste natürlich das Fahrrad erstmal die Bremse ziehen, damit es nicht zurückrollt. Ich musste es aufrecht halten und gleichzeitig lostreten. Das ist natürlich nicht sonderlich komfortabel. Da kommt jetzt die Berganfahrhilfe zum Einsatz. Was wir dafür tun müssen, ist eine bestimmte Abfolge an Schritten. Zuerst muss der Fuß aufs Pedal und muss ein bisschen Druck ausüben. Also ich ziehe die Bremse, ein Fuß steht auf dem Boden, der andere Fuß aufs Pedal. Dann drücken wir den Schiebehilfeknopf und zwar so lange, bis es anzeigt Berganfahrhilfe aktiv. Und dann blockiert auch so ein bisschen, das merkt man dann im Fuß, dass der Motor irgendwie starten möchte. Und dann können wir auch tatsächlich die Bremse loslassen und der Motor hält uns in Position. Wir können nicht zurückrollen. Das ist ziemlich cool. Und jetzt fährt uns der Motor wirklich ganz entspannt hoch. Das hat sehr gut geklappt. Und wenn wir jetzt wieder stehen bleiben, dann hält er uns auch wieder mit dieser Hill-Hold-Funktion, dass wir eben nicht zurücktreten können oder nicht zurückrollen können. Das ist wirklich super entspannt. Genial. Und ich kann sogar vom Pedal runtergehen und muss dann hier so ein bisschen dann drücken, um es fortzusetzen, oder ich kann es auch verlassen und irgendwann nach 10 Sekunden rolle ich dann halt wieder rückwärts. Aber jetzt muss man natürlich auch sagen, das ist der allerneueste Bosch Performance CX Motor. Der hat natürlich alles, was man dafür braucht, um auch am Berg gut voranzukommen. Das ist schließlich ein Motor für E-Mountainbikes, oder? Deswegen machen wir das jetzt nochmal mit einem etwas problematischeren Motor. Und so bin ich jetzt zu Fahrradhandlung Willert gefahren, um das mal mit diesem Bike hier zu prüfen. Denn das hier ist das Riso Müller Transporter und das hat den Bosch Performance Line Motor, der zwar kräftig ist, aber eine gewisse Anfahrschwäche hat. Bei dem weiß man nie, wann die Unterstützung genau anfängt. Das ist allerdings ein richtiges großes Lastenrad, das auch ziemlich schwer ist, gerade dann, wenn da natürlich 2 Kinder drin sitzen oder ihr das relativ stark beladet, so wie ich das jetzt gemacht habe. Und jetzt ist natürlich spannend zu sehen, wie diese Berganfahrhilfe dem Bosch Performance Line Motor und diesem Fahrrad auf die Sprünge hilft. So, die zweite Rampe nicht ganz so steil wie die erste und da probieren wir es jetzt mal mit dem Transporter. Und zuerst natürlich wieder der Test ohne den Hill Climb Assist Modus. Wir sind jetzt im Turbo-Modus, wieder in der kleinsten Übersetzung und ihr könnt schon sehen, wie viel Mühe die Bremse hat, allein das Fahrrad zu halten. Starten wir mal. Ja, also der Motor, jetzt legt er los. Das ist mit dem Performance Line wirklich eine Krux. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie gut das mit dem Hill Climb Assist funktioniert. Das ist wirklich anstrengend. Also wir setzen wieder Fuß aufs Pedal, üben Druck aus, halten die Taste und schon
haben wir den Hill Climb Assist Modus, können die Bremse lösen. Das Fahrrad rollt nicht zurück und wir legen los. Ja, genau so soll das sein. Also, ich würde sagen, das ist definitiv eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Funktion. Der Bosch Performance Line CX, der hat schon gute Sensoren, der reagiert schon sehr schnell, wenn man auf die Pedale tritt, aber es könnte tatsächlich noch ein bisschen besser sein. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass der Motor schon erkennt, dass die Leistung abgerufen wird, wenn man aufs Pedal tritt, ohne einen weiteren Button zu drücken. Aber das ist offenbar mit der Technik, die auch in den aktuellen Motoren verbaut ist, leider nicht möglich. Beim Performance Line ist diese Funktion tatsächlich notwendig. Und ich glaube, dass die auch notwendig ist, selbst teilweise im Flachen, wenn ihr das Rad schwer beladen habt, dann reicht teilweise die Übersetzung und reicht die Übersetzung nicht aus, um das Fahrrad schnell genug in Gang zu bekommen, dass ihr nicht schlingernd losfahrt. Und da hilft diese Funktion wirklich richtig gut weiter. Also damit wird auch der Performance Line Motor in einem Lastenrad tatsächlich bergtauglich. Nicht ganz so gut wie ein Cargo Line, nicht ganz so gut wie ein Performance CX, aber ich würde euch definitiv empfehlen, wenn ihr ein E-Bike mit einem Bosch Smart System habt, dass ihr dann dieses Update installiert und auch diese Hill Start oder die Berganfahrhilfe regelmäßig verwendet. Ja, soweit zu diesem Video. Wenn ihr die Funktion schon mal genutzt habt und die euch schon aus der ein oder anderen Bredouille geholt habt oder die spannend findet, dann schreibt doch mal einen Kommentar unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.